Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Kaufmann, der einen kleinen Sohn hatte. Der Junge war so klein, dass er kaum selbstständig laufen konnte. Der Kaufmann besaß 2 Schiffe, die mit wertvollen Waren beladen waren, und hoffte, viel Geld damit zu verdienen. Doch eines Tages erhielt er die schreckliche Nachricht, dass beide Schiffe gesunken waren. Plötzlich war er vom reichen Mann zum armen Mann geworden. Das Einzige, was ihm geblieben war, war ein kleines Stück Land. Abends ging er dort spazieren, um nachzudenken und zu versuchen, seine Sorgen zu vergessen. Eines Tages, während er spazieren ging und über das nachdachte, was er einst hatte und was er verloren hatte, erschien plötzlich ein kleiner schwarzer Zwerg vor ihm. »Warum bist du so traurig?« fragte der Zwerg. »Was bedrückt dich?« Der Kaufmann antwortete, »Ich würde es dir gerne erzählen, wenn du mir helfen könntest.« Der Zwerg lächelte und sagte, »Vielleicht kann ich helfen. Sag mir einfach, was los ist.« Der Kaufmann erklärte, wie er all sein Geld verloren hatte und nur noch das kleine Stück Land übrig war. »Mach dir darüber keine Sorgen«, sagte der Zwerg. »Wenn du mir versprichst, mir das erste Wesen zu bringen, das dir auf dem Heimweg in 12 Jahren begegnet, gebe ich dir so viel Geld, wie du willst.« Der Kaufmann hielt dies für eine leichte Anfrage, wahrscheinlich würde es einfach sein Hund oder seine Katze sein, und vergaß seinen kleinen Sohn, Heine. Also stimmte er zu und unterschrieb einen Vertrag. Auf dem Weg nach Hause rannte Heinel ihm entgegen, um seinen Vater zu begrüßen, umarmte seine Beine und lachte. Der Kaufmann verspürte Angst und Schrecken, als er sich erinnerte, was er vereinbart hatte. Doch da noch kein Gold erschienen war, redete er sich ein, dass der Zwerg nur einen Scherz machte und dass er das Geld ablehnen könnte, wenn es käme. Etwa einen Monat später ging der Kaufmann in einen Abstellraum, um etwas altes Eisen zu finden, das er verkaufen wollte, um ein wenig Geld zu bekommen. Stattdessen fand er einen riesigen Goldhaufen auf dem Boden. Er war überglücklich und vergaß ganz seinen Sohn. Schnell kehrte er ins Geschäft zurück und wurde reicher als zuvor. Als die 12 Jahre näher rückten, begann der Kaufmann sich an sein Versprechen zu erinnern und wurde traurig und besorgt. Sein Sohn bemerkte es und fragte, was los sei, aber der Kaufmann wollte ihm zuerst nichts sagen. Schließlich erklärte er, dass er unwissentlich Heinel an den Zwerg für Gold verkauft hatte und jetzt sein Versprechen halten musste. Heinel antwortete, »Mach dir keine Sorgen, Vater. Ich werde mich um den kleinen Mann kümmern.« Als die Zeit gekommen war, gingen Vater und Sohn zu dem vereinbarten Treffpunkt. Heinel zeichnete einen Kreis auf den Boden und stand mit seinem Vater darin. Bald kam der Zwerg und lief um den Kreis, konnte aber keinen Weg hineinfinden. Er hatte entweder zu viel Angst oder konnte nicht über den Kreis springen. Heinel fragte dann, »Hast du etwas zu sagen oder was willst du?« Heinel hatte eine Feenfreundin, die ihm geholfen hatte und ihm gesagt hatte, was zu tun sei, da sie wusste, dass ihm großes Glück bevorstand. Der Zwerg fragte den Kaufmann, ob er das gebracht habe, was er versprochen hatte. Der alte Mann schwieg, aber Heinel sprach wieder, »Was willst du hier?« Der Zwerg antwortete, »Ich kam, um mit deinem Vater zu sprechen, nicht mit dir.« Heinel sagte, »Du hast meinen Vater betrogen. Gib ihm sein Versprechen zurück.« Der Zwerg bestand darauf, »Ich habe mein Geld bezahlt, und dein Vater hat es ausgegeben, also habe ich Anspruch auf das, was ich gekauft habe.« Heinel erwiderte, »Du brauchst zuerst meine Erlaubnis. Komm in den Kreis, und wir können darüber sprechen.« Der Zwerg lächelte, wünschte sich, er könnte in den Kreis eintreten.
Nach einem langen Gespräch erzielten sie eine Einigung. Heinl würde aufgegeben, aber nur wenn er den Rat der Fee bezüglich seines zukünftigen Glücks befolgen könnte. Er wollte nicht mit dem Zwerg gehen, der darauf zu sein schien, seine Gesellschaft zu genießen. Sie entschieden, dass Heinl in ein Boot am Ufer gesetzt werden sollte und sein Vater es ins Meer schieben würde, um ihn seinem Schicksal zu überlassen. Heinl stieg in das Boot, und als es davontrieb, traf eine Welle es und ließ es kippen. Der Kaufmann dachte, Heinl sei verloren und kehrte traurig nach Hause zurück, während der Zwerg sich rächte. Doch das Boot sank nicht. Die gute Fee kümmerte sich um Heinl und hob das Boot wieder hoch, um es sicher in ein unbekanntes Land zu geleiten. Als Heinl an Land trat, sah er ein wunderschönes Schloss, das leer und düster war, weil es verzaubert war. Er dachte, hier muss der Schatz versteckt sein, von dem die Fee mir erzählt hat. Er durchsuchte das Schloss, bis er eine weiße Schlange entdeckte, die sich auf einem Kissen in einem der Zimmer zusammenrollte. Die weiße Schlange war tatsächlich eine verzauberte Prinzessin. Sie freute sich, ihn zu sehen, und sagte: »Bist du endlich gekommen, um mich zu befreien? Ich habe 12 lange Jahre gewartet, dass die Fee dich hierher bringt, denn nur du kannst mich retten. Heute Abend werden 12 Männer mit schwarzen Gesichtern und Kettenrüstungen kommen. Sie werden fragen, was du hier tust, aber du darfst ihnen nicht antworten. Lass sie tun, was sie wollen, schlagen, kneifen oder verletzen. Sag einfach kein Wort. Um Mitternacht müssen sie gehen. In der 2. Nacht werden 12 weitere kommen. In der 3. Nacht werden 24 kommen, und sie werden sogar versuchen, dir den Kopf abzuhauen. Aber um Mitternacht wird ihre Macht erloschen sein, und ich werde kommen, um dir das Wasser des Lebens zu bringen, um dich zu waschen und dich wieder gesund zu machen. Alles geschah genauso, wie sie gesagt hatte. Heinl ertrug alle Qualen, ohne zu sprechen. In der 3. Nacht kam die Prinzessin, umarmte ihn und küsste ihn. Freude erfüllte das Schloss, sie feierten eine Hochzeit, und Heinl wurde der König des Goldenen Berges. Sie lebten glücklich zusammen und hatten einen Sohn. 8 Jahre vergingen, und Heinl begann an seinen Vater zu denken und wollte ihn wiedersehen. Die Königin warnte ihn: Wenn du gehst, wird Unglück kommen. Aber er bestand darauf, bis sie zustimmte. Bevor er ging, gab sie ihm einen Wunschring und sagte: Setze diesen Ring an deinen Finger. Was auch immer du dir wünschst, wird wahr werden, aber verspreche mir, dass du ihn niemals benutzen wirst, um mich zu deinem Vater zu bringen. Er versprach es, trug den Ring und wünschte sich, in der Nähe der Stadt seines Vaters zu sein. In einem Augenblick fand er sich an den Toren wieder, aber die Wachen ließen ihn wegen seiner seltsamen Kleidung nicht hinein. Also ging er zu einem nahegelegenen Hügel, wo ein Hirte lebte, und lieh sich einen alten Mantel. Verkleidet als armer Hirte betrat er die Stadt. Als er das Haus seines Vaters erreichte und sagte, er sei sein Sohn, glaubte der Kaufmann ihm nicht. Er behauptete, Heinl sei tot. Da er wie ein armer Hirte aussah, wollte der Kaufmann ihm nicht einmal etwas zu essen geben. Heinl bestand darauf, dass er sein Sohn sei, und fragte: Gibt es ein Zeichen, das beweist, dass ich wirklich dein Sohn bin? Die Frau des Kaufmanns antwortete: Ja, unser Heinl hatte ein Zeichen wie eine Himbeere an seinem rechten Arm. Er zeigte ihnen das Zeichen, und sie glaubten ihm schließlich. Er erzählte ihnen dann, dass er der König des Goldenen Berges sei, mit einer Prinzessin verheiratet und einen Sohn habe, der 7 Jahre alt sei. Der Kaufmann sagte: Das kann nicht wahr sein. Ein König würde nicht in einem Hirtenmantel umherwandern. Das machte Heinl wütend, und als er sein Versprechen vergaß,
drehte er den Ring und wünschte sich, dass seine Königin und sein Sohn erscheinen. Im nächsten Augenblick waren sie da, aber die Königin weinte und sagte, er habe sein Wort gebrochen und Unglück würde folgen. Er versuchte, sie zu trösten, und sie schien ihm zu vergeben, aber tief im Inneren war sie immer noch wütend und überlegte, wie sie ihn bestrafen könnte. Eines Tages nahm er sie mit auf einen Spaziergang außerhalb der Stadt und zeigte ihr den Ort, an dem das Boot losgelassen worden war. Er setzte sich und sagte, »Ich bin müde, lass mich meinen Kopf in deinem Schoß ausruhen und ein Nickerchen machen.« Doch kaum war er eingeschlafen, nahm sie heimlich den Ring von seinem Finger und wünschte sich sie und ihren Sohn zurück in ihr Königreich. Als er aufwachte, fand er sich allein und bemerkte, dass der Ring verschwunden war. »Ich kann nicht zu meinem Vater zurückkehren«, sagte er. »Sie würden mich einen Zauberer nennen. Ich werde die Welt bereisen, bis ich in mein Königreich zurückkehre.« Damit machte er sich auf den Weg und reiste, bis er zu einem Hügel kam, wo 3 Riesen die Güter ihres Vaters teilten. Sie sahen ihn und riefen, »Kleiner Mann, du musst uns helfen, die Güter zu teilen.« Unter den Gegenständen war ein Schwert, mit dem man Feinde mit den Worten »Köpfe ab« köpfen konnte, ein Umhang, der den Träger unsichtbar machte oder ihn in eine andere Gestalt verwandeln konnte, und Stiefel, die den Träger überall hinbringen konnten, wo er wollte. Heinel bat darum, die Gegenstände zuerst auszuprobieren, um ihren Wert zu erkennen. Sie gaben ihm den Umhang, und er wünschte sich, eine Fliege zu sein, und wurde sofort eine. »Der Umhang ist groß«, sagte er. »Jetzt gib mir das Schwert.« »Nein«, erwiderten sie. »Du kannst es nur haben, wenn du versprichst, nicht Köpfe ab zu sagen, denn wenn du das tust, werden wir alle sterben.« Sie ließen ihn das Schwert an einem Baum ausprobieren. Dann bat er um die Stiefel, und sobald er alle 3 hatte, wünschte er sich zurück zum goldenen Berg, und plötzlich war er dort. Die Riesen hatten nichts mehr zu teilen oder um das sie sich streiten konnten. Als Heinel sich seinem Schloss näherte, hörte er fröhliche Musik. Die Leute sagten ihm, dass seine Königin einen anderen Mann heiraten wollte. Schnell zog er seinen Umhang an und betrat die Schlosshalle, stellte sich neben die Königin, wo ihn niemand sehen konnte. Immer wenn Essen auf ihren Teller gelegt wurde, nahm er es weg und aß es selbst. Wenn ihr ein Glas Wein angeboten wurde, trank er es stattdessen. Egal wie viel Essen und Trinken man ihr servierte, ihr Teller und ihr Glas waren immer leer. Das ließ die Königin sich schuldig fühlen, und sie ging allein in ihre Kammer, weinend. Er folgte ihr und sprach, »Du wurdest einst befreit. Warum hält dieser Fluch dich noch? Falscher und Untreuer«, sagte er. »Jemand kam, um dich zu retten, und er ist wieder hier. Aber wie hast du ihn behandelt? Er schickte alle weg und erklärte, die Hochzeit sei vorbei, weil er in sein Königreich zurückgekehrt sei. Die Prinzen und Adligen lachten ihn aus. Doch er weigerte sich zu streiten und fragte nur, ob sie friedlich gehen würden. Sie wendeten sich gegen ihn und versuchten, ihn zu packen, aber Heinel zog sein Schwert. »Köpfe ab«, rief er, und mit diesem Befehl fielen die Köpfe der Verräter zu Boden, und Heinel wurde erneut der König des Goldenen Berges. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.